auch Spaß. Au! Wo waren wir denn gerade? Wir waren gerade bei, was an Jazzlab eigentlich Spaß macht, warum wir das eigentlich machen. Ja, das ist ja, diese ganze Jazzlab-Sache ist ja auch aus so einer gewissen Not heraus geboren, dass wir alle Musik geschrieben haben und die immer wieder auf die Bühne gebracht haben, aber irgendwann hat man in Hamburg sich so auch alles mal so ein bisschen angetastet und gespielt, kennengelernt. Und es gibt wunderbare Spielstätten, aber wir haben immer ein bisschen das Gefühl gehabt, für unsere Musik gibt es auch nicht immer das Passende oder den richtigen Rahmen, die richtige Plattform. Und dann, auch wenn es ums Label geht, haben wir einfach das Gefühl gehabt, das wäre das Einfachste und das Schönste, wenn man das eigentlich selber in die Hand nimmt und dann irgendwie gemeinsam Musik veröffentlicht und die dann hier auf die Bühne bringt. Macht mal einen riesen Lärm für Jazzlab, dass sie es rausbringen und dass sie diese geile Party hier hosten. Yeah. Es ist 3:15 und ich würde sagen, wir gehen auch gleich mal rein, weil es ist ziemlich kalt draußen. Ich glaube, es lebt sehr viel im ersten Moment von der Atmosphäre. Also eigentlich bringt das Publikum mittlerweile immer schon sehr viel Spaß, Freude, gute Laune mit und trägt auch immer selber mit dazu bei, dass die Band sich wohlfühlt und dadurch fühlt sich das Publikum dann wieder wohl, weil die Band geil spielt, weil die sich wohlfühlen. Also fühlen sich alle wohl und das ist natürlich gut. Ich glaube auch, was ganz vielen Leuten viel Spaß macht und was es so besonders macht, ist, dass man nie so richtig weiß, was jetzt eigentlich einen erwartet, wenn man zum Jazzlab geht. Also man kann sich die Band zwar vielleicht irgendwie vorher anhören, aber meistens ist es hier auf der Bühne doch nochmal was anderes, weil eine CD doch nochmal anders ist als live. Und die Leute kommen, glaube ich, hierher, wissen gar nicht so richtig, was sie erwartet, aber wissen irgendwie, ach, ist Jazzlab, muss ja eigentlich ganz geil sein. Und kommen dann hierher und haben einfach Spaß daran, sich überraschen zu lassen, was es denn eigentlich heute Abend ist, was da an die Wand projiziert ist, wo die Bühne steht, wie die Bühne ausgeleuchtet ist. Solche Sachen sind, glaube ich, einfach spannend für ein Publikum. Ich finde es so geil, dass hier immer so nice, diverse Bands kommen, die irgendwie auf ihre Art alle so wunderbare Musik machen. Ich komme jetzt eigentlich jeden Monat hier hin und ich bin noch nie so wirklich enttäuscht worden. Die Seele baumeln lassen, gute Musik entdecken. entdecken. Alle Probleme der Welt gelöst. Schöne Ziggy schmökern. Das alles geht im Jazzlab. Eine Sache, die mir besonders schön in Erinnerung geblieben ist, wir haben letztes Jahr auf dem Über-Jazz-Festival auf Kampnagel eine Jazzlab-Label-Nacht gemacht und da kam sehr unterschiedliches Feedback und ein Feedback, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass jemand zu uns gesagt hat, ey, das, was in London gerade passiert, das ist echt geil, was in LA gerade passiert, das ist auch der Wahnsinn musikalisch und was in Hamburg passiert, das muss ich auf keinen Fall verstecken. Und das war irgendwie ein sehr schönes Kompliment, das Gefühl zu bekommen, hey, was in Hamburg an Musik passiert, das ja, muss man nicht verstecken. Ja, lass
Sekunden. Ach. Also mein liebster Jazzlab-Moment war vor 2 Jahren, glaube ich, die Sommersause. Ich weiß nicht, dass ich total fertig war, aber es gab dann einen Moment, da bin ich nach oben in den Veranstaltungsraum gegangen und ich weiß nur noch, dass ich erschüttert und erschlagen wurde von so einer Welle von Schweiß und Hitze und alles hier war gefüllt mit Menschen. Es waren, glaube ich, also so voll ist es selten, die Sommersause ist immer total voll und ich weiß nur einfach noch, dass ich einmal durch den ganzen Raum gelaufen bin und ich habe, glaube ich, also gefühlt hat jedes Gesicht gelächelt. Hier sind wir wieder im März und freuen uns auf euch. Bis dann, kommt gut durch den Weihnachtswahn und guten Rutsch. Ja, mega geil, dass ihr bis zum Ende geguckt habt. Jazz kann auch cool sein. Was gibt es auf Instagram, Sophie? Outtakes. Die Outtakes findet ihr auf Instagram. Und schreibt uns mal in die Kommentare, welchen Jazzclub ihr als nächstes sehen wollt. Wo gehen wir nächstes Mal hin? 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 Lasst euch überraschen. Wir waren heute für euch im Jazzlab. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, euch hier begrüßen zu dürfen. Ciao.